Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Der Titel des Videos verrät es schon, einiges wird sich ändern, obwohl sich im Grunde genommen gar nichts ändert. Was sich ändert und was sich nicht ändert, was beim Alten bleibt und was nicht beim Alten bleibt, das will ich euch gerne nach dem neuen Intro zeigen. Also seid gespannt. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der Rolf mich angeschrieben. Der Rolf, das ist ein Zuschauer von mir und er hat gesagt, hey Olli, ich bin zwar eigentlich eher ein stiller Begleiter deines Kanals, aber ich habe hier mal was für dich gebastelt. In der Mail war die Möglichkeit, dass ich mir dieses 3D-Logo im Vorfeld schon mal angucken konnte und es hat mich einfach sofort begeistert. Das war im Grunde genommen, der Rolf konnte das nicht wissen und auch kein anderer. Ich habe es ja nie großartig publik gemacht, aber das war eigentlich so ein kleiner Herzenswunsch von mir. Das war auch die Grundidee ganz am Anfang, als ich diesen Kanal eröffnet habe. Aber ich selber bin da einfach zu ungeschickt, möchte ich es mal so sagen. Also ich habe mir diverse Programme runtergeladen und habe das irgendwie versucht hinzubekommen, dass dieses Logo 3D und animiert wird. Ich bin kolossal daran gescheitert, also ich kann Steine zusammenstecken und ich kann euch auch so ein bisschen erklären, wie ich die zusammengesteckt habe und warum ich sie nicht zusammenstecken konnte. Aber in sowas völlig ungeschickt und das war eigentlich, das war ein kleines Geschenk des Himmels, dass der Rolf sich bei mir gemeldet hat und hatte diesen ersten Entwurf für mich. Das haben wir dann ausgearbeitet, das ging relativ schnell. Der Rolf ist da auch recht zügig und fix am Computer unterwegs und naja, was da unterm Strich entstanden ist, das habt ihr jetzt sehen dürfen. Das werdet ihr in Zukunft nicht nur öfter, sondern im Grunde genommen immer sehen. Aber gebt mir bitte noch ein, zwei Videos Zeit. Ich habe da ja so ein bisschen was vorbereitet. Ich bin so der Pütz des YouTubes, könnte man sagen. Es gibt noch Videos, da ist das alte Intro drin. Ich möchte die jetzt nicht wieder alle neu bearbeiten, um das einzupflegen. Also verzeiht, wenn es die nächsten ein, zwei Mal noch das alte Logo zu sehen gibt. Ich werde daran arbeiten, dass dieses neue Logo sich jetzt durchsetzt. Der Rolf, der arbeitet auch noch so an ein oder zwei anderen Geschichten. Die eine Sache hat er sich einfallen lassen, eine, die ist mir dann noch so in den Sinn gekommen. Also ich werde da nicht jedes Mal ein Video machen. Keine Angst, das pflegen wir dann einfach mit ein und das ist dann auf einmal da und entweder ihr findet es und könnt es dann begutachten oder es ist so eine kleine Veränderung, dass sie nicht einmal großartig auffällt. Das war das eine, was sich verändert, obwohl sich ja eigentlich nichts verändert. Denn ein Intro hatte ich immer und da hat sich ja nichts dran geändert. Also haben wir das dann schon mal abgearbeitet. Eine viel größere Sache, die mir am Herzen liegt, das sind, ich will jetzt nicht sagen unzählige, aber das sind doch in letzter Zeit verhäuft E-Mails, Kommentare, WhatsApps, Facebook-Benachrichtigungen und all sowas, wo die Leute gesagt haben, Olli, du machst schöne Reviews, wir gucken dir auch wirklich wahnsinnig gerne zu. Das ist interessant, ein Stück weit ist es auch lustig und lehrreich, aber deine ganze Werbung nervt. Jo, gebe ich euch recht, Werbung nervt. Auch mich nervt diese Werbung, wenn ich mir Videos auf YouTube angucke. Und ja, ich gucke mir auch Videos dort an, ich mache sie nicht nur, ich schaue auch und ich bin teilweise entsetzt, dass es Leute schaffen, ein 10-Minuten-Video mit 5 oder 6 Mal Werbung zu spicken. Und auch da gehe ich den Weg und schreibe denjenigen an und schreibe, hey, was soll das? Ich weiß, dass wir alle durch YouTube mit Werbung, also wir verdienen da keine Tausende. Das ist so eine Illusion, die möchte ich euch mal nehmen. Also so eine Kanalgröße, wie ich sie führe, die wird im Leben nicht davon leben können. Aber warum nehmen wir die Werbung? Na klar, damit wir den Content stetig verbessern können, damit man immer mal wieder was Neues holen kann, was Ausgefalleneres vielleicht auch mal zeigen kann. Und es ist nun mal auch wirklich viel Arbeit, die hier drin steckt. Ich mache sie wahnsinnig gerne. Ich lade meine Videos hoch und sage, hey YouTube, darfst du monetarisieren. Da übertreibt es YouTube aber teilweise ganz ordentlich. Also ich habe da so eine feste Sequenz, die ich einstelle, wo ich denke, das kann ich euch zumuten. Dann kommt ihr, guckt meine Videos, was ich wirklich wahnsinnig schön finde. Und es werden immer mehr, die diese gucken. Und das merke nicht nur ich, das merkt auch YouTube und sagt sich, hey, da gucken so viele Leute, da mache ich mal Werbung dabei. Also
kommt nochmal Werbung mit dazu. Da habe ich dann im Prinzip keinen Einfluss drauf. Ich kann nur sagen, hey, YouTube, keine Werbung. Damit nehme ich mich ja selber wieder aus dem Rennen raus, indem ich meinen Content runterfahren muss. Also quasi ein kleiner Teufelskreis. Diesen Teufelskreis werde ich jetzt durchbrechen. Ich weiß, dass ich mir damit jetzt nicht nur Freunde machen werde, dass dieses jetzt auch mit Sicherheit einiges an Kritik hageln wird, aber seht es mir nach, ich habe mich dafür entschieden, dass ich diesen Schritt für meinen Kanal wähle und dass ich diesen auch gehen werde, und ich bin auch davon überzeugt, dass viele meine Argumentation verstehen können. Und zwar hat sich YouTube bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, dein Kanal, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Wir würden dir die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft einräumen. Da war ich so ein bisschen überrascht. Bei mir war immer nur bewusst, Kanalmitgliedschaft ab 30.000 Abonnenten. Da bin ich noch sehr weit von entfernt, aber man hat mir diese Möglichkeit gegeben. Ich habe da viele Nächte drüber geschlafen, habe es dann immer wieder verworfen, weil ich gesagt habe, nee, das machst du nicht. Und dann kam dann irgendwann mal so der Gedanke, wo ich gesagt habe, warum eigentlich nicht? Guck dir das doch einfach mal an. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlecht. Und ich fand es auch wirklich nicht schlecht, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, und das wird jetzt auch ganz schnell gehen. Also wenn ihr das Video seht, dann ist die Kanalmitgliedschaft entweder schon möglich, oder kommt halt in den nächsten paar Stunden, maximal einen Tag. Es war anfangs so, ich schraube da mal so ein bisschen zurück, da bin ich der Meinung gewesen, das waren 14,99, die man da, oder nee, 4,99 war, glaube ich, 14,99, 4,99, ich weiß es nicht, es ist ja auch erstmal egal, wo ich gesagt habe, nein, ich würde nie im Leben so viel Geld von einem Zuschauer verlangen, damit er sich mir anguckt, damit er sich mich anguckt. Mittlerweile gibt es aber Staffelpreise bei YouTube, und da habe ich gesagt, okay, da bin ich jetzt sofort mit dabei, da schlage ich zu und biete euch das auch an. Und zwar will ich euch das jetzt mal aufzeigen, und zwar habe ich mich dafür entschieden, 3 Stufen meiner Kanalmitgliedschaft, das ist so ein schweres Wort, ich muss das nicht allzu oft aussprechen, denke ich mal, Kanalmitgliedschaft. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, meine Kanalmitgliedschaft für 99 Cent im Monat anzubieten. So, jetzt werdet ihr sagen, okay, jetzt müssen wir noch einen Euro zahlen, dass wir den Jungen sehen können. Ja, im Prinzip klar, sicher, kostet euch das 99 Cent. Das macht mich nicht zum Millionär, aber beschert euch ein werbefreies Video. Von Anfang bis Ende werde ich in diesem Video keine Werbung schalten. Für 99 Cent, ich habe erzählt, es gibt mehrere Stufen, ist dies allerdings nur eine Stufe, wo ich Mocks präsentieren werde. Und seid gewiss, es werden Mocks kommen. Es ist mittlerweile so weit, dass mich also wirklich verschiedenste Designer anschreiben und sagen, hey, wir haben gesehen, wie du das machst, uns gefällt das, würdest du auch meins vorstellen? Ist immer eine recht große Kostenfrage, so ein Mock, dass ich mir das immer alles anschaffe, um euch das zu zeigen. Aber ich denke mal, auf dieser Schiene werde ich dieses Wagnis eingehen und sage ganz klar, Kanalmitgliedschaft für 99 Cent im Monat, da werde ich nur Mocks zeigen. Ich werde nicht jede Woche einen Mock zeigen. Diese Illusion kann ich euch jetzt schon nehmen, aber ich werde vermehrt in diese Richtung arbeiten. Und ich wiederhole mich, ich weiß, aber für 99 Cent gibt es bei mir jedes Mock werbefrei. Ich habe ja in den Titel geschrieben, alles ändert sich, obwohl sich nichts verändert. Natürlich werden auch Nicht-Kanalmitglieder die Mocks sehen können, aber erst nachdem sie die Kanalmitglieder gucken konnten. Und natürlich auch dann mit Werbung. So dass also jeder, der sagt, nee, ich will kein Mitglied werden, aber ich würde es ja trotzdem ganz gerne sehen, ihr braucht keine Angst haben. Als Beispiel nehme ich mal den 1. November. Im 1. November stelle ich Mock A, B oder C vor. Als erstes gucken erst meine Kanalmitglieder, werbefrei, selbstverständlich. Wenn das Review durchgelaufen ist, sagen wir mal am 1. Dezember, dann können es alle anderen auch sehen, allerdings wieder mit Werbung. Ich hoffe, das ist soweit alles verständlich, und wenn nicht, seht es mir nach, spult vielleicht nochmal zurück oder fragt mich einfach. Dann habe ich eine zweite Stufe eingeführt. Die zweite Stufe, die liegt bei 1,99 € im Monat. Für diese 1,99 € gibt es die Mocks sowieso, also jede günstigere Stufe zählt immer mit dazu.
Aber auch meine normalen Reviews werden dort wöchentlich erscheinen und auch ohne Werbung. Das heißt, wenn ihr auch meine Reviews ohne Werbung sehen möchtet, dann geht ihr in diese Stufe rein für 1,99 € im Monat. Jedes Review werbefrei. Nicht-Kanalmitglieder bekommen meine Reviews natürlich auch weiterhin zu sehen, wöchentlich zu sehen. Allerdings mit Werbung und auch mit einer Woche Verspätung. Was jetzt im Umkehrschluss allerdings bedeutet, dass nächsten Donnerstag ausnahmsweise mal das Video ausfällt, weil ja erst das Video für die Kanalmitglieder kommt und so weiter. Dann ist die Woche drauf dieses Video dann da, die Kanalmitglieder bekommen das nächste Review, das andere geht für alle Mitglieder rein, wieder geschaltet mit Werbung. Dann gibt es noch eine dritte Stufe. Die dritte Stufe, da haue ich jetzt ordentlich rein. Das tut mir aber leid, aber YouTube gibt es nicht anders vor. Die kostet 4,99 €. Ich persönlich hätte gerne 2,99 € genommen, gibt es aber leider nicht. Also, wo ist jetzt der Mehrwert? Der Mehrwert muss jetzt natürlich bedeutend mehr werden als einfach nur ein Mock, was werbefrei ist, oder Mocks und Reviews, die werbefrei ist. Also habe ich mir überlegt, lasse ich eine gelbe 2x4 Fliese drucken mit dem Logo meines Kanals. Die bekommt bei mir dann auch jeder, der das große Abo hat, einfach mal mit oben drauf. Da habe ich die Möglichkeit, euch anzuschreiben. Ihr könnt mir eure Adresse schicken und schon geht die Fliese raus. Bitte 1, 2, 3 Tage Geduld. Die Fliesen sind bestellt, die sind aber noch bei mir nicht eingetroffen. Und ich kann auch jetzt schon sagen, bitte keine Anfragen über irgendwelche Kanäle, ob man diese Fliese anders bekommen kann. Klares Nein. Wer diese Fliese haben möchte, der macht die große Kanalmitgliedschaft, dann bekommt er die zugeschickt und alles wird gut. Als besonderes Bonbon habe ich mal gedacht, damit der Mehrwert ein Stück weit immer noch größer wird, weil, wie gesagt, also ich möchte ja auch ein bisschen was dafür zurückgeben, ist es gekennzeichnet, dass Mitglieder oder Kanalmitglieder, die bekommen noch ein besonderes, ich weiß gar nicht, nennt man es Logo, Emoji oder irgendwie sowas, die werden dann einen 1x1 Klemmbaustein hinter ihren Namen, wenn ich das in den Statuten von YouTube richtig gelesen habe, angezeigt bekommen. Das staffelt sich so ein bisschen. Ich zeige es hier oben mal ganz kurz, dass also neue Mitglieder werden dann einen grünen Stein bekommen. Nach einem Monat wird der grüne Stein weiß, nach 2 Monaten wird er rot. Dann springen wir auf 6 Monate, da wird er bronzefarben. Nach einem Jahr wird er silberfarben und nach 24 Monaten Kanalmitgliedschaft wird der Stein rund und goldfarben. Also er wird nicht 100% Gold, aber er geht in Richtung Goldfarben, so dass man da auch so ein bisschen erkennen kann, mit welchem Mitglied ist man da gerade am Schreiben. Und für die Mitglieder in der großen Kanalmitgliedschaft, so nenne ich es mal, kommt nach 12 Monaten von mir automatisch für die 2x4, jetzt verhaspel ich mich mal so ein bisschen, kommt dann für die großen Kanalmitglieder noch ein 2x4 Stein, auf den ihr dann die 2x Fliese mit draufpacken könnt. Das passiert dann automatisch, ne? Die Daten und sowas, das habe ich dann ja für euch, da müsst ihr euch auch keinen Kopf machen. Also wer 12 Monate lang dem Kanal auf der Schiene die Treue hält, der bekommt dann nochmal den 2x4 Stein passend für die Fliese, wo er es dann nochmal präsentieren kann. Nach weiteren 12 Monaten wird mit Sicherheit auch wieder irgendwas kommen, was mir einfällt, wo ich sage, als Dankeschön für so viel Treue gibt es dann nochmal wieder ein extra Goodie, was auch wirklich nur, und das wiederhole ich gerne nochmal, die Kanalmitgliedschaft als Vorteil ist. Also alle anderen, da könnt ihr euch die Zähne bei mir ausbeißen, da werde ich das nicht zuschicken. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ich bin dann noch so ein bisschen am Lesen und am Tun und am Machen. Ich hoffe, das funktioniert alles so reibungslos, wie ich mir das vorstelle. Also ich lade da Videos hoch. Die Mitglieder bekommen selbstverständlich die Benachrichtigung, können es gucken. Eine Woche später, beziehungsweise wenn die Mocks durch sind, können es dann alle gucken, wie gehabt. Also ich will da keinen ausgrenzen. Jeder soll hier meine Videos gucken dürfen. Das mit den Steinchen habe ich erklärt, mit den Fliesen habe ich erklärt. Ich denke mal, zum Thema Kanalmitgliedschaft habe ich soweit
alles gesagt. Warum ich mich dafür entschieden habe, habe ich auch gesagt. Unterm Strich will ich dadurch kein Millionär werden. Ich möchte einfach nur die Qualität dieses Kanals etwas verbessern, möchte ein bisschen mehr auch in Mocs investieren können, die ich euch zeige. Denn wenn wir da mal vor Augen halten, so ein Tow-Truck oder auch den Radlader, den ich als nächstes ins Auge gefasst habe, das sind immer riesige Anschaffungen. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen Verständnis und ich habe die Stufen wirklich ganz, ganz klein angesetzt, so dass also wirklich jeder sagen kann, okay, das nehme ich eventuell mal mit dem Augenzwinkern hin, das geht schon. Wäre das dazu. Dann das nächste, was sich verändert, aber nicht verändert, und da spreche ich im Großen und Ganzen jetzt mal meine sozialen Medien an, also Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. WhatsApp in kleinen Rahmen, also Instagram, Twitter und Facebook, da stehe ich nach wie vor hinter. Das werde ich aber nicht mehr betreuen. Das hat Dimensionen angenommen. Klar, da wird nicht viel gepostet, das ist richtig, aber im Hintergrund trudeln hier Nachrichten rein und ich muss euch da wirklich sagen, ich stelle hier keinen an den Pranger, aber was für Fragen mich dort erreichen, es macht graue Haare. Manchmal stehe ich wirklich nur da und schüttel mit dem Kopf. Ich muss das jetzt mal wirklich als Kritik an einige, bitte nehmt es nicht persönlich, wenn euch das nicht betrifft, aber ich bekomme Fragen zu Kränen. Wo hast du den gekauft? Da breche ich zusammen. Ich versuche in meinen Reviews immer zu erzählen, wo habe ich es gekauft, was hat es mich gekostet, verlinke es euch. Unter jedem Video ist eigentlich verlinkt, wo ich das Ganze gekauft habe. Dann kommen bei mir Nachrichten rein, hey Olli, wo hast du das gekauft? Wo hast du das gekauft? Wie heißt das? Das ist Wahnsinn. Wir reden da über 20, 30 Nachrichten die Woche, die bei mir reinkommen, mit Fragen, die ich im Video beantwortet habe. Und wenn ich dann schreibe, hast du denn mein Video nicht gesehen? Nee, nur den Titel. Sorry, das ist für mich der Grund gewesen, warum ich sage, ich gebe die ab. Das ist eine Leistung, die kann ich nicht erbringen. Ich bin kein berufsmäßiger YouTuber. Ich gehe montags morgens um 3 Uhr aus dem Haus, komme freitags abends um 7 Uhr wieder nach Hause und mache am Wochenende ein bisschen meinen Kanal. Die meisten von euch wissen das, einige wissen das nicht, deswegen wiederhole ich das nochmal. Also wirklich, ich gehe Vollzeit arbeiten und kann einiges dann wirklich manchmal auch nur patzig abtun. Es tut mir dann auch wirklich leid, wenn derjenige sich angegriffen fühlt, aber wo ich dann denke, nee, die Frage hast du so oft beantwortet im Video, warum wird sie dir nochmal gestellt? Das ist dann manchmal wirklich zum Haare ausraufen. Also diese Kanäle, die werden natürlich nicht verschwinden, das ist logisch, aber ich habe sie an meine Frau übergeben. Sie bekommt von mir das Bildmaterial und postet da für mich. Will aber unterm Strich heißen, dass ich dort nachrichtentechnisch in der Woche wirklich nicht mehr antworte. Das passt einfach nicht mit meinen Arbeitszeiten. Also da werde ich dann am Wochenende mal reingucken und werde auch wirklich gezielt nur noch das beantworten, wo ich sage, jo, das hast du vergessen zu sagen, das musst du irgendwo erwähnen. Es geht einfach nicht mehr anders. So, heißt auf gut Deutsch, wollte meine Frau mal grüßen. Jetzt wisst ihr, wo ihr das machen könnt. Sie wird es vermutlich auch lesen. Nächste Frage oder das nächste, das ist jetzt eigentlich keine Veränderung. Ich werde ab und zu mal nach dem Kater gefragt, der hier schon ein-, zwei Mal im Bild gewesen ist. Der ist sehr ungestüm. Der macht hier also wirklich etliches Durcheinander. Deswegen kommt der hier nicht rein. Es sei denn, es passt mal einer nicht auf. Dann schlüpft er durch die Tür und schwupps ist er da. Im Großen und Ganzen soll er hier aber nicht hin. Da er aber viel danach gefragt wird, was mich ja selber so ein bisschen verblüfft hat, auch da verweise ich nochmal auf Instagram. Da macht meine Frau schon seit längerem so ein bisschen was mit der Katze. Der gefällt dieses Thema auch so ein bisschen. Da gibt es dann ab und zu mal Neuigkeiten rund um Sammy. Ich schreibe es mal hier unten hin. Wer möchte, geht dorthin, schaut dort rein. Dann das letzte, was ich habe. Ich möchte nochmal meine WhatsApp-Gruppe bewerben. Ich würde mal sagen, bewerben. Kommt herein, der Eintritt ist frei. Einzige Voraussetzung, ihr müsst Minimum 16 Jahre alt sein. Das habe nicht ich mir einfallen lassen. Schaut da mal nach, ab wie vielen Jahren man WhatsApp nutzen darf. Kommt da von ganz alleine drauf, warum das so ist. Dort sind auch viele, viele andere. Derzeit irgendwas um die 140 Leute, die euch helfen können. Also wenn ihr dann irgendwo eine Frage habt, auch wenn ich sie vielleicht schon in einem Video beantwortet habe und ihr schnell Hilfe braucht, kommt da rein, sagt freundlich Hallo, guten Tag, ihr werdet da aufgenommen und auch eure Fragen können ganz schnell beantwortet sein. Weil wie gesagt, dort sind 140 Leute, irgendeiner liest es immer und
Wer Hilfe sucht, der wird dort Hilfe finden. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich denke mal, es ist alles gesagt, was zu sagen ist. Also ihr habt es gesehen, der Onkel hat ein neues Intro. Er geht jetzt den Weg der Kanalmitgliedschaft. Da bin ich ganz gespannt. Also da freue ich mich wirklich auf eure Kommentare. Schreibt es mir da unten rein. Ist das aus eurer Sicht jetzt der absolut falsche Weg? Geht ihr denn mit? Unterstützt ihr den? Akzeptiert ihr ihn vielleicht einfach nur? Denn wie gesagt, es wird sich nichts ändern. Ihr müsst jetzt einmal auf ein Video verzichten. Dann bin ich in dem Rhythmus drin, den ich haben möchte. Und jeder kann meine Reviews sehen. Er kann aber entscheiden, möchte ich mit oder möchte ich ohne Videos ohne Werbung gucken. So, dann habe ich meine Instagram etc. habe ich auch angesprochen. Dass es weiterhin Mocks geben wird, das habe ich euch auch gesagt, weil da bin ich wirklich verblüfft, dass ich mittlerweile angeschrieben werde, ob ich da nicht mal was zeigen kann. Werde ich gerne machen, weil auch dieses Thema mich wahnsinnig. Ich habe eine Mail bekommen. Ich habe sie noch nicht beantwortet, das hole ich mal relativ zeitnah noch nach. Ich wurde angeschrieben, dass ich zu oft wahnsinnig sage. Da habe ich mich hingesetzt und habe mir mal viele Videos von mir angeguckt und es ist mir echt aufgefallen. Ich denke mal, da muss ich mal hart an mir arbeiten. Jeder, der irgendwelche Gewohnheiten hat, weiß, wie schwer das ist, sie abzustellen. Ich werde mich bemühen, nicht mehr ganz so oft wahnsinnig zu sagen, auch wenn mir das wahnsinnig schwer fallen wird, nicht mehr wahnsinnig zu sagen. Aber ich werde es versuchen. So, und jetzt höre ich mal auf hier rumzulabern. War mit Sicherheit viel Information. Einiges habe ich mit Sicherheit wieder zu ausgiebig gesagt, hätte man kürzer knackiger halten können, aber so bin ich halt. Ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr mich geguckt habt. Hat euch dieses Video gefallen? Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen? Daumen runter. Kommentarfunktion. Nutzt sie diesmal aus. Also gebt mir wirklich mal reichlich Feedback. Ich sehe, wie viele Leute mein Video gucken. Ich sehe, wie viele davon Feedback geben. Aber diesmal wünsche ich mir wirklich, haut in die Tasten, was das Zeug hält. Weil jetzt seid wirklich mal ihr gefragt und könnt mir mal zeigen, wie stark ist euch das Ganze was wert. Ist es euch nicht wert? Findet ihr, ist das ein Weg, der mich jetzt rückwärts laufen lässt? Oder ist das ein Weg, mit dem das Ganze hier weiter nach vorne kommt? Wir werden es nur gemeinsam rausfinden können. Bis zu meinem nächsten Video. Ihr wisst das ganz genau. Da wünsche ich mir nur eins. Bitte bleibt gesund.